willkommen zurück. Wir sind hier in Düsseldorf in der Innenstadt und ich habe mir heute professionelle Hilfe geholt von einem Vollzeitmodell, was uns Fotografen und euch Modelle, die da gucken, Posing-Tipps und Posing-Hilfen gibt. Stell dich mal vor. Ja, hi, ich bin Celine, ich wohne mittlerweile in Hamburg, arbeite schon seit einigen Jahren als Model. Ich habe selbst einen YouTube-Kanal, wo ich euch oder die Leute, die es interessiert, immer ein bisschen mitnehme. In meinem Leben, ich blogge viel. Dankeschön. Ja. Ja, und wir geben euch jetzt noch ein paar Posing-Tipps. So, wir fangen an mit Pose Nummer 1. Celine zeigt die, wird euch erklären, worauf ihr achten müsst. Ich blende euch aber auch ein Foto ein, damit ihr auch seht, wie das Endresultat aussieht. Ja, ich pose immer sehr gern an der Wand. Ich finde es immer relativ easy. Worauf ich achte, ist nicht den Hintern an die Wand, sondern die Schulter. Das sieht einfach ein bisschen schöner aus. Ein bisschen gucken, wie eure Haare liegen. Muss nicht immer perfekt sein, finde ich. Und hier kann man ein bisschen damit spielen, dass man weiter runter geht, weiter hoch geht, je nachdem, wie natürlich man es möchte, wie sehr ins Editorial man gehen möchte, wie tief der Fotograf ist. Und man kann sich auch sehr schön immer seitlich drehen, Hände mal verschränken, immer locker bleiben, die Hüfte ein bisschen bewegen. Und ich persönlich muss sagen, ich pose sehr gern dynamisch. So kleine Veränderungen können schon eine ganz, ganz große Wirkung erzielen. Super, perfekt. Da hatten wir Pose Nummer 1. Jetzt so, Pose Nummer 2 ist in Bewegung. Celine wird es jetzt vormachen und dann gibt es uns wieder hilfreiche Tipps, worauf wir dabei achten müssen. Wir bleiben bei der dynamischen Bewegung, nämlich mit einer Laufpose. Hierbei achte ich darauf, möglichst nicht zu schnell zu laufen. Ich muss zugeben, das fällt mir immer ein bisschen schwer, aber Sie hat super gemacht. der Fotograf muss mitkommen. Ach, und noch ein kleiner Tipp an die Fotografen. Nutzt die Serienaufnahme, weil sonst habt ihr Probleme. Richtig, dann habt ihr mehr Posen drauf. Ich werfe, wenn ich so einen schönen Mantel wie jetzt anhabe, den immer ganz gern. Das sieht einfach nach mehr Bewegung, nach mehr Geschwindigkeit aus. Ähnlich mit den Haaren, ein bisschen bouncen hilft auch, dass die schön federn. Und ansonsten achte ich darauf, dass mein Blick um die Kamera rumspielt. Das heißt, ich gucke mal ein bisschen weiter nach da, wenn die Kamera da ist, wo ihr gerade seid. Ich gucke ein bisschen nach da, ich lasse meinen Blick rüberwandeln, gucke ein bisschen nach vorne, einfach um so ein bisschen was Verschiedenes anzubieten und die Hände einfach locker mitschwingen lassen. Jetzt kommt Pose Nummer 3. Celine macht sie einmal vor. Ich blende euch die Bilder ein und dann sagt sie euch wieder, worauf ihr achten müsst. Genau, ich suche mir immer sehr gerne Inspiration raus für meine Posen. In diesem Fall war ich ehrlich gesagt meine eigene Inspiration. Ich habe die schon mal bei einem anderen Shooting gemacht und mache das sehr gerne. In diesem Fall habe ich mich einfach nach hinten gelehnt und Winkel kreiert. Das heißt, wenn ihr post, achtet auf eure Arme, eure Beine. Ihr dürft die Arme gerne immer mit einsetzen. Und in diesem Fall seht ihr hier ein Dreieck mit den Armen. Entweder lasse ich sie fallen, dann habe ich hier auch nochmal ein Dreieck. Und ich mag das immer gern so ein bisschen dynamisch wieder zu sein. Das heißt, ich gehe nicht steif in die Pose, sondern Tanja hatte hier eine Serienaufnahme, sodass sie wirklich auch die Bewegung mit reinbekommt. Weil wenn ihr eine Pose einfach nur genau kopiert, wird es meistens nicht so gut. Wenn ihr euch so ein bisschen dabei bewegt, dann hat der Fotograf oder die Fotografin einfach mehr Chance, da was Gutes bei rauszubekommen. Pose Nummer 4 ist jetzt eher was fürs Close-Ups, weil wir hatten ja jetzt mehr Ganzkörperaufnahmen und Celine zeigt euch jetzt natürlich auch, was ihr bei Close-Up-Bilder für Posen zeigen könnt, beziehungsweise worauf ihr achten könnt. Scheiß Porsche. Bitte einmal reinschneiden. Ja. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass wir die Arme gerne mitnutzen können und gerade bei Close-Ups, natürlich ist es nett, wenn man einfach nur in die Kamera guckt, aber es kann auch langweilig werden und wir können die Arme gerne dazu nehmen, sie über den Kopf legen oder beide Arme hochnehmen und ihr seht hier schon wieder, wir haben wieder unser Dreieck von eben hier über meinem Kopf und damit kann man ziemlich gut rumspielen. Man kann die Hände auch mal an der Wange entlang streichen lassen, hier rüberlegen, verschränken, einfach ein bisschen damit spielen. Es ist so schön, mit Profis zu arbeiten, das macht es einen so einfach. Übrigens verlinke ich euch das Video zu dem Shooting auch nachher am Ende und unten in der Infobox. Da seht ihr nämlich auch das komplette Shooting, was wir heute auch noch durchgeführt haben. Lohnt sich zu gucken. Jetzt kommen wir auch schon zu Pose Nummer 5 für Street Fashion Outdoor Porträts. Shootings. Genau.
Ja, wieder eine schön dynamische Pose, wo wir viel Bewegung reinbringen können. Wir springen nämlich und was mir persönlich beim Springen immer wichtig ist tatsächlich vergleichbar mit dem Laufen eben. Wir werfen unseren Mantel in die Höhe, wir versuchen unsere Haare mitschwingen zu lassen, damit der Sprung einfach noch größer aussieht, als er sowieso ist. Und was ich immer mache, ich springe, Mathekenntnisse, horizontal zur Kamera. So dass, weil wenn ihr auf die Kamera zu oder wegspringt, Kameras denken zweidimensional und so müssen wir auch denken. Das heißt, wir springen möglichst seitlich dazu. Manchmal ist es interessant, so einen leichten Winkel nach vorne reinzubringen, aber auf die Kamera zuzuspringen sieht in der Regel nicht so gut aus. Gibt immer Ausnahmen zur Regel, aber das sind so Grundsätze, an die ich mich erstmal halten würde, wenn ich das Ganze übe. So ihr Lieben, das war unser Profi Celine, die euch die Posen für die Outdoor Street Fashion Shooting Porträts gezeigt hat. Ich verlinke euch natürlich alle ihre Social Media Links, YouTube-Kanal unten in der Infobox. Schaut unbedingt rein. Und mein spezieller Dank heute gilt auch Raphael, den seht ihr nämlich nicht, der ist nämlich hinter der Kamera und hilft uns heute aus. Und wir sagen tschö, bis nächste Woche. Ciao!